Hallo und herzlich willkommen bei Money Money. Ich beschäftige mich heute mit dem Thema Kredit im Allgemeinen. Sicherlich hört ihr und lest ihr jeden Tag in den Medien etwas von Krediten. Hier werden verschiedene Begriffe verwendet. Online-Kredite, Sofortkredite, Barkredite, Autokredite, Dispositionskredite und so weiter. Und komplettiert wird dann diese Vielfalt noch mit Begriffen wie Wohnungsbaudarlehen, Hypothekendarlehen. Und dann ist bei manchem so die Verwirrung komplett. Eigentlich meinen die Begriffe aber alle das Gleiche. Sie stehen synonym für den gleichen Zweck. Doch zunächst einmal, was ist ein Kredit überhaupt? Das Wort Kredit wird abgeleitet aus dem Lateinischen credere, Glauben, Vertrauen oder creditum auf creditum, das auf Treu und Glauben anvertraute. Nach der Definition ist Kredit folgendes: Es ist eine Leistung in der Gegenwart im Vertrauen auf eine Gegenleistung in der Zukunft. Also wenn eine Bank euch heute Geld leiht, einen Kredit gibt, dann vertraut sie darauf, dass ihr das Geld dann auch in der Zukunft zurückzahlt, und zwar mit einem Zins. Der Zins ist der Preis für die sofortige Zurverfügungstellung von Geldmitteln. Aber auch andere Dinge können als Kredit bezeichnet werden, beispielsweise Warenkredite oder Lieferantenkredite. Es muss nicht immer Geld sein, es wird aber in der Praxis sehr häufig mit Geld in Verbindung gebracht, nämlich dann auch, wenn Banken oder Sparkassen Geld verleihen. Aber auch unter Privatleuten kann man sich Kredite geben. Also oftmals ist einem dieses Rechtsgeschäft gar nicht bewusst. Vielleicht kennt ihr das, es fragt einer, kannst du mir mal 50 Euro leihen, bekommst du morgen zurück. Auch das ist ja im weitesten Sinne ein Kredit. Wofür wird eigentlich Kredit benötigt? Da gibt es natürlich unterschiedliche Gründe. Das richtet sich auch je nach den Kreditnehmern. Volkswirtschaftlich betrachtet ist die Kreditversorgung von allergrößter Bedeutung. Die Kreditversorgung in der Volkswirtschaft ist quasi wie das Blut in den menschlichen Adern. Als Kreditnehmer tauchen auf Unternehmen. Unternehmen brauchen Kredit für Investitionen oder für die Aufrechterhaltung ihres Geschäftsbetriebes. Eine Investition ist oftmals der Grundstein für eine Zukunft des Unternehmens nach dem Motto, wer nicht sät, der kann auch nicht ernten. Auch der Staat taucht als Kreditnehmer auf. Das spiegelt sich dann in der Staatsverschuldung wider. Der Staat braucht Kredit für Straßenbau, Autobahnbau, Sanierung von öffentlichen Gebäuden und so weiter. Und letzten Endes natürlich auch der Verbraucher, das ist sicherlich für euch interessanter. Der Verbraucher kann seinen Konsum oder bestimmte Konsumgüter über Kredit finanzieren. Er zieht damit quasi das Sparen vor. Wenn man ein bestimmtes Gut haben möchte, aber noch nicht die Mittel angespart hat, dann kann man dieses Gut auch gerne über einen Kredit finanzieren. Also Kredit ist nichts Unanständiges. Es ist zeitlich vorgezogenes Sparen, wenn ihr so wollt. Also Beispiel. Oftmals seht ihr ja Schnäppchen in der Zeitung oder im Internet. Es wird ein Laptop angeboten für 1000 Euro. Den wollt ihr unbedingt haben, den müsst ihr haben für euer Studium oder für eure Ausbildung. Aber dieses Angebot ist oftmals nur zeitlich begrenzt. Manchmal gilt es dann nur für 4 Wochen. So, jetzt könnt ihr überlegen, spare ich an, das werdet ihr möglicherweise dann nicht schaffen, oder kaufe ich diesen Laptop für 1000 Euro und nehme dafür einen Kredit auf. Und dann fängt es an, ein Rechenexempel zu werden. Also,
Der Laptop kostet 1000 Euro, ihr geht zur Bank und wollt einen Kredit, bekommt ihn auch über 1000 Euro. Angenommen, die Bank gibt euch den Kredit für 4%. Das sind dann 4% von 1000 Euro, sind 40 Euro im Jahr. Bei 5-jähriger Laufzeit macht das 200 Euro an Kreditkosten. Wenn der Laptop nach Ablauf der Schnäppchenphase auf 1300 Euro steigt, habt ihr durch den Kredit immer noch eine Ersparnis. Also ist durchaus überlegenswert, diesen Laptop mittels Kredit zu kaufen, denn ihr habt das Gut sofort in Händen, ihr braucht es ja auch und letzten Endes ist es nicht teurer, als wenn ihr erstmal 5 Jahre anspart und dann dafür dann einen höheren Preis bezahlen müsst. Insofern kann Kredit auch sehr, sehr vorteilhaft sein, aber, auch das möchte ich an dieser Stelle sagen, bitte nicht die gesamten Ausgaben, die ihr so habt, vernachlässigen. Ihr müsst immer auch daran denken, dass es noch andere Verpflichtungen gibt. Es gibt den Kredit, dann gibt es eine Handyrechnung oder dann gibt es laufende Amazon-Bestellungen oder so. Ihr müsst also immer die Gesamtausgaben im Blick haben, damit ihr euch nicht überschuldet. Entschuldigung. Früher war das noch anders. Ich bin auch noch anders erzogen worden. Meine Eltern haben immer gesagt, erst sparen, dann kaufen. Und bei der Vorbereitung dieses Beitrages fiel mir dann ein altes Werbeschild der Sparkasse in die Hände. Dort steht genau das drin, was meine Eltern immer gesagt haben. Erst sparen, dann kaufen. Das mag ein gutes Mittel gewesen sein damals, aber heute hat sich die Zeit geändert und heute ist auch meine Einstellung zu Kredit eine andere. Man kann also durchaus sinnvoll auch Kredit aufnehmen und dadurch natürlich etwas Positives bewirken für sich selbst, aber auch für die gesamte Volkswirtschaft. Kredit ist nichts Unanständiges, dennoch auch heute gehen noch viele Kunden mit Herzklopfen zur Bank und fühlen sich als Bittsteller, weil die Bank ihnen dann großzügigerweise einen Kredit gewährt. Aber denkt bitte daran, das Kreditgeschäft ist eines der wichtigsten Geschäfte, die wichtigste Einnahmequelle einer Bank und für die Bank etwas ganz Normales, auch wenn es für euch möglicherweise etwas Besonderes sein sollte. Es gibt verschiedene Unterscheidungsmerkmale bei Krediten. Man kann unterscheiden nach Kreditnehmern, nach der Rückzahlung, nach Verwendungszweck oder nach der Laufzeit. Ausleihungen mit kurz- und mittelfristiger Laufzeit, also bis zu 5 Jahren, werden allgemeinhin als Kredit bezeichnet. Ausleihungen mit längerer Laufzeit, wie ein Wohnungsbaudarlehen, werden üblicherweise als Darlehen bezeichnet. Bevor ein Kredit in Anspruch genommen werden kann, führt die Bank in der Regel eine sehr sorgfältige Kreditwürdigkeits- oder Bonitätsprüfung durch. Dafür müssen verschiedene Unterlagen bei der Bank eingereicht werden, wie zum Beispiel Einkommensnachweise, ein Arbeitsvertrag oder auch Vermögens- und Schuldennachweis oder ein Steuerbescheid. Diese Unterlagen werden bei der Bank gesichtigt und gewürdigt und fließen dann in ein sogenanntes Scoring ein. Und dieses Scoring mündet dann in ein Bonitätsmerkmal, welches eure Kreditwürdigkeit ja quasi widerspiegelt. Sollte diese Kreditwürdigkeitsprüfung sehr positiv ausfallen, wird der Kreditantrag genehmigt und ihr bekommt das Geld ausgezahlt. Sollte die Bank hier und da noch Zweifel haben, könnte sie auch, bevor sie einen Antrag überhaupt ablehnt, noch fragen, ob es möglicherweise Zusatzsicherheiten gibt. Also, gibt es einen Bürgen, der für diesen Kredit gerade stehen könnte? Gibt es irgendwelche Vermögensgegenstände, die man an die Bank abgeben könnte, wie zum Beispiel ein Auto oder sonstige bewegliche Güter? Oder gibt es gar Grundbesitz, welches man beleihen könnte? All das wird von der Bank dann gewürdigt und in die Kreditwürdigkeitsprüfung mit einbezogen.
Jeder Kredit wird, das solltet ihr wissen, jeder Kredit wird auch an die Schufa gemeldet. Das ist also quasi eine übergeordnete Datei, wo also alle Kredite von Privatpersonen gemeldet werden. Und dort erfährt die Bank aber auch, ob ihr noch weitere Verbindlichkeiten habt und wenn ja, ob diese auch pünktlich bedient worden sind oder ob es dort zu Verzögerungen gekommen ist. All diese Dinge ja, münden in einer sogenannten Kredithistorie, die ihr bekommt, wenn ihr also öfters auch mal Kredit in Anspruch nehmt. Das kann positiv sein, das kann aber natürlich auch negativ sein, je nachdem, wie euer Rückzahlungsverhalten bei den jeweiligen Gläubigern angekommen ist. Üblicherweise werden Kredite in festen Raten zurückgezahlt. Das ist quasi die gängigste Art der Rückzahlung. Es kann aber auch nach einem Gespräch mit der Bank möglich sein, dass ihr den Kredit vielleicht in einer überschaubaren Laufzeit in einer Summe zurückzahlt. Beispielsweise ihr erwartet einen bestimmten Geldbetrag in absehbarer Zeit, sagen wir mal in 3 Jahren, wird ein Bausparvertrag oder eine Lebensversicherung fällig. Dann könnt ihr natürlich mit der Bank vereinbaren, dass dann der Kredit in voller Höhe zurückgezahlt wird. Bis zu diesem Zeitpunkt zahlt ihr dann letzten Endes nur die Zinsen. Die Rechte und Ansprüche aus euren Verträgen, die ihr der Bank zur Verfügung stellt, werden dann natürlich als Sicherheit an die Bank abgetreten. Beim Wohnungsbaudarlehen verhält sich die Rückzahlung etwas anders. Ein Wohnungsbaudarlehen wird sogenannt annuitätisch getilgt. Annuitätisch heißt, es gibt eine festgelegte Rate. Diese Rate verändert sich über eine gewisse Laufzeit nicht. Innerhalb der Rate gibt es also einen Tilgungsanteil und einen Zinsanteil. Und wenn ihr den Betrag, den ihr aufgenommen habt, ja tilgt, wird dann der Betrag niedriger und von diesem niedrigeren Betrag wird der Zinssatz berechnet, sodass sich der Zins über die Jahre hinweg immer reduziert und diese sogenannten ersparten Zinsen werden dann dem Tilgungsanteil zugeschlagen, sodass die Rate zwar immer gleich bleibt, aber innerhalb der Rate gibt es Verschiebungen, der Tilgungsanteil wird höher, der Zinsanteil sinkt. Eine besondere Art des Kredites, die sehr beliebt ist, ist der Dispositionskredit. Der Dispositionskredit wird eingeräumt auf einem Girokonto, meistens 1 oder 2 Monats Nettogehälter werden als Rahmen festgelegt und ihr könnt auf dem Girokonto quasi atmen. Ihr könnt finanzielle Engpässe überbrücken oder ein Schnäppchen kaufen und dafür den Dispositionskredit in Anspruch nehmen, ohne dass es immer wieder eines neuen Kreditantrages bedarf. Es ist eine sehr bequeme Art der Kreditaufnahme und eine sehr flexible. Allerdings, diese Flexibilität lässt sich die Bank auch sehr teuer bezahlen. Der Dispositionskredit ist einer der teuersten Kredite überhaupt. Wenn also da längerfristiger Kreditbedarf bestehen sollte, wäre es sinnvoller, einen Ratenkredit aufzunehmen, denn der ist preislich günstiger. Daneben gibt es noch den Überziehungskredit. Der Überziehungskredit ist eine nicht genehmigte Überziehung des Girokontos und wird von Banken auch nicht gerne gesehen. Und er wird auch sehr teuer, muss sehr teuer bezahlt werden. Ein Überziehungskredit ist so, als wenn ihr beim Metzger hinter die Ladentheke geht und euch einfach ein Stück Wurst abschneidet. Das macht ihr ja auch nicht so ohne weiteres und der Metzger würde euch etwas anderes erzählen. Eine Bank ist ja schließlich auch kein Selbstbedienungsladen. Also denkt daran, Überziehungskredite nach Möglichkeit vermeiden, lieber einen festen Kreditrahmen vereinbaren und immer, das kann ich nur anempfehlen, immer rechtzeitig mit der Bank ein Gespräch führen. Das hilft in der Regel immer weiter. Nun kann es aber auch passieren, dass
ein Kredit nicht zurückgezahlt werden kann. Was passiert denn dann? Ihr könnt bei der Kreditaufnahme direkt vereinbaren, eine sogenannte Restschuldversicherung. Diese würde dann einspringen, wenn der Kredit nicht mehr zurückgezahlt werden kann. Nachteil ist, die Versicherung kostet Geld und verteuert somit die Kreditaufnahme. Wenn ihr aber merkt, dass eine Rückzahlung nicht möglich ist, dann solltet ihr rechtzeitig mit der Bank sprechen. Lasst es nicht so weit kommen, dass erst gemahnt werden muss. In der Regel helfen die Banken, denn es hilft ja keinem, dass erst Zwangsmaßnahmen eingeleitet werden müssen. Die Banken können dann möglicherweise die Tilgung für einen bestimmten Zeitraum aussetzen oder aber eine Umschuldung zu verbesserten Konditionen vornehmen, sodass eure Belastung wieder erträglicher wird. Wenn es denn doch mal zu einer Mahnung kommt und ihr die Raten nicht bezahlt, wird es zu einer Kreditkündigung kommen und das ist immer schlecht. Weil auch solche Kreditkündigungen werden dann bei der Schufa gemeldet und dann habt ihr einen Makel für lange, lange Jahre. Eine Kreditkündigung hat dann zur Folge, dass die Bank möglicherweise auch Zwangsmaßnahmen einleiten kann. Der Bürger, je nachdem, wenn ein Bürger da ist, wird in Anspruch genommen. Euer Pkw wird eingezogen und verwertet oder aber es kommt zu Lohn- und Gehaltspfändungen. All das ist nicht sehr schön. Deswegen ist ein Gespräch mit der Bank, ein rechtzeitiges Gespräch mit der Bank immer zu empfehlen. Und wenn gar nichts hilft, bleibt natürlich dann als letzter Ausweg die Privatinsolvenz. Nach 7 Jahren seid ihr dann natürlich eure Schulden los, aber dieser Makel haftet euch lange, lange Jahre an. Das weiß ich aus meiner langjährigen Berufspraxis, dass dies eine nicht sehr zu empfehlende Lösung ist. Ja, so, das war es zunächst mal zum Kreditgeschäft allgemein. Wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, schreibt mir. Ich nehme eure Hinweise gerne auf und berichte dann das nächste Mal über eure gewünschten Themen. Bis dahin.